Mein Name ist Ansgar Fortmann und ich freue mich, hier auf dem Ackerbautag im St. Katharinental am Maisposten stehen zu dürfen, wo wir Fragen zum Mikrobiom am Boden untersuchen. Seit 100 Jahren dreht sich ja die Frage des Ökolandbaus um die Frage, wie kommt man zu lebendigem Boden. Und die Frage des lebendigen Bodens verbindet sich für uns ganz stark mit der Frage nach der Krümelstabilität. Wie bringen wir einen Boden hin, der wasserfest, infiltrationsfähig und gut durchlüftet ist für gutes Pflanzenwachstum. Und so haben wir an diesem Standort versucht, über den Boden und über das Saatgut der Pflanzen Impulse in dieses Mikrobiom zu geben, um die Lebendigkeit anzuregen und weiter auszubauen. Wir haben, um am Mikrobiom des Bodens zu arbeiten, ja die große Vielfalt der landwirtschaftlichen Maßnahmen. Das, was wir an diesem Posten untersucht haben, ist aber, können wir durch mikrobiologischen Einfluss, also das Animpfen mit Kompost über das Saatgut, Effekte erzielen, die das Pflanzenwachstum verbessern. Und die zweite Frage, der wir nachgegangen sind, können diese Impulse auch über die Bodenbearbeitung an den Boden gegeben werden, um die Voraussetzungen für das Pflanzenwachstum zu verbessern. Untersucht haben wir verschiedene Varianten. Für mich war es immer eine große Frage, wie kann man eine Systematik in der unglaublichen Fülle verschiedener Kompostierungsmethoden finden und für welchen Einsatzzweck sind sie denn geeignet? Weil unserer Überzeugung nach gibt es nicht einen Kompost für alle Zwecke, sondern ein standortangepasstes, vielfältiges Mikrobiom enthält für jeden Zeitpunkt und jede Situation entsprechend angepasstes. Das heißt, wir haben bei den Maisbeimpfungen untersucht den Johnson-Su-Kompost, einen Kompost, der stark auf holzig, pilzlastigem Material beruht und den als wässrigen Auszug an das Saatgut gebracht. Wir haben untersucht den Kex-Kompost, also einen krümelstabilisierten Kompost, der in einem wässrigen Auszug auch an das Saatgut angegeben ist. Und wir haben untersucht den Impfkompost vom Stefan Lehmann, der aus einem 3-jährigen Kompostierungsprozess hervorkommt und wirklich als Kompostmaterial an das Saatgut angeimpft wurde. In dem anderen Versuchsteil haben wir bei der Bodenbearbeitung Kompostextrakt, 100 Liter pro Hektar, zu den verschiedenen Bodenbearbeitungen gegeben und im Vergleich dazu haben wir eben mit Rottelenker und Ferment 7-Oxy gearbeitet. Warum erhält sich das Bodenleben heute nicht mehr selber, von alleine? Warum ist auch im ökologischen Landbau ein großer Input an verschiedenen Düngermitteln notwendig? Das ist die Frage, die uns bewegt, standortangepasstes Mikrobiom zu entwickeln.